Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Es gibt einige News, die meisten werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben, aber darüber hinaus habe ich noch ein paar kleine eigene Ankündigungen, die ich euch auch mitteilen wollte. Ja, wenn wir zuerst mal in die Post schauen, dann sehen wir natürlich, das werdet ihr wahrscheinlich alle schon bekommen haben, dass das kommende Wochenende jetzt das Oktoberfest startet und es damit auch wieder Freibier gibt. Also zum Oktoberfest könnt ihr eure 11 Bier am Tag kostenlos trinken. Das ist ziemlich nice. Vor allen Dingen für Free-to-Play-Spieler macht sich das, glaube ich, sehr bemerkbar. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Freitag, Samstag, Sonntag. Ne? Hier steht das auch nochmal in den News. Freitag bis Sonntag sind die ganzen Events hier am Start. Unter anderem auch Glanzparade des Goldes, was auch sehr nice ist. Natürlich in Kombination mit kostenloser Alu. Hexentanz ist auch wieder, was auch sehr cool ist. Ja, Tag der tollen, kühlen Tiere und Tag der verlorenen Seelen. Ansonsten darüber hinaus gibt es auch noch die Vorschau übers nächste Wochenende. Da ist wieder Glückstags-Event. Also ja, das ist dann halt eben 40 anstatt 20 Mal am Glücksrad drehen und 20 anstatt 10 Mal würfeln. Also man bekommt auch sehr viele Ressourcen. Wieder Hexentanz, Epic, Fest der Festung, heiße Eisen und auraler Großputz. Und heiße Eisen-Event ist auch nicht umsonst, denn es startet auch das darauffolgende Wochenende der legendäre Dungeon. Am 22.09. öffnet er seine Pforten und damit läutet er die diabolische Betriebsfeier ein. Also da könnt ihr auf jeden Fall schon mal von ausgehen. Am 22.09. das ist ein Freitag, da ist der offizielle Start. Ich gehe mal von aus, dass am 21. wieder ein Tag vorher der Legendary Dungeon auf S31 exklusiv joint bzw. dort eröffnet wird. Falls es so sein sollte, werden wir an dem Tag auch streamen, dass wir den Start dann auch gleich live mitbekommen. Ich gehe mal aus, dass es einen Tag vorher wieder ist, auf S31 zu Testzwecken halt. Falls nicht, streamen wir Freitag, ganz normal. Und am Samstag gibt es dann auch noch direkt einen zweiten Stream hinterher und das wird dann ein Special-Stream werden. Ja, also da haben wir eine Kleinigkeit auf jeden Fall geplant. Es ist kein Kochstream, aber falls alles so klappt und ich die 100%ige Zusage bekomme, dann gibt es da auf jeden Fall auch einen sehr langen, wahrscheinlich langen und saftigen Legendary Dungeon Stream. Und mal gucken. Ne? Also da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal merken. Donnerstag, der 21. wird gestreamt. Freitag, kommt drauf an, ne? Falls wieder der Legendary Dungeon nicht einen Tag früher kommt, dann halt wird erst Freitag gestreamt. Und am Samstag wird safe auf jeden Fall gestreamt werden. Ne? Nähere Informationen dann die Tage noch dazu. Ne? Wie gesagt, es ist kein Kochstream mit Chris. Kochstream wird wahrscheinlich dann am Freitag, den 13. im Oktober sein. Ein Tag nach meinem Geburtstag. Da machen wir Freitag am 13. dann höchstwahrscheinlich ein Kochstream, wenn da alles klappt, weil da habe ich Urlaub und deswegen kann man das da auf jeden Fall auch machen. Und da kommt dann auch der Chris vorbei, wenn da soweit alles klappt. Ne? Haben wir auch schon wieder ein bisschen was vorbereitet, beziehungsweise der Chris hat sich da was ausgedacht. Und das sind erstmal soweit die Ankündigungen. Also es wird auf jeden Fall wieder ein paar mehr Streams geben in nächster Zeit, worauf ihr euch freuen könnt, weil das wollen auch immer noch mal ein paar Leute immer sehen. Abseits der Videos ist ja auch schon lange her, das letzte Mal, dass ich gestreamt habe, ist jetzt glaube ich schon mittlerweile wieder 2 Monate her. Deswegen wird es da auf jeden Fall auch mal wieder Zeit, ein bisschen mehr anzugreifen in die Streaming-Richtung. Ne? Jo, ansonsten steht heute auch noch ein weiterer cooler Meilenstein vor uns. Und zwar haben wir heute auch das Kalender-Level-Up. Und mit dem Kalender-Level-Up erreichen wir heute Stufe 660. Mal wieder eine Rundung. Es kommt nicht so häufig vor. Aber wenn hier immer schon eine 0 hinten steht, auf dem Level ist das schon immer was Besonderes auf jeden Fall. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal auf den Kalender und holen uns mal das Türchen ab. Nummer 20 und der Aufstieg zu
Level 660. Sehr schön. Das sieht sehr cool aus auf jeden Fall. Jetzt stehen wir direkt auch für den Levelbereich 2 Achievements bevor. Und zwar 6 Level noch, dann haben wir die nächste Schnapszahl freigeschaltet, die berühmt-berüchtigte 666. Und ja, dann sind es halt auch noch nur noch 4 Level bis zur 670 schon. Und dann fehlen halt auch nur noch 30 Level, ne? Nur noch in Anführungszeichen 30 Level bis zur 700. Also es geht voran, aber das ist auf jeden Fall erstmal schon mal ein sehr schöner Anblick. Dankeschön an der Stelle, ja. Das sieht schon cool aus. Das ist schon eine Hausnummer. Ne? 660 ist jetzt nicht mehr ganz so low, auf jeden Fall. Ne? Macht sich auch gut hier in der Ehrenhalle, sieht sehr gut aus. Wir haben hier natürlich Leute, die sind auch noch ein bisschen höher. Hier haben wir einen 680er und der Levelhöchste von unserem Server ist 682. Auch schon ziemlich strong unterwegs. Ja. Man sieht auch die Waffe natürlich auch deutlich besser, wegen halt auch höherem Level, aber weil halt meine Waffe auch extrem inaktuell ist, ne? Outdated. Ja. Gucken wir mal, haben wir hier noch eine Waffe, die höher ist. 306 im Durchschnittsschaden haben wir hier, 311. Ich glaube, das ist so das Höchste, was wir hier sehen. Ja, die anderen sind natürlich nicht ganz so hoch. Ja, also der Seth ist hier auf jeden Fall der Vorreiter. Ist natürlich halt auch dem Level geschuldet, aber auch meine Waffen, die ich auf meinem Level finde, ja, 230 mehr Durchschnittsschaden, ne? Das knallt auf jeden Fall auch gut rein. Aber da warten wir auf jeden Fall halt eben noch, bis wir die 700 erreichen. Ja, hagelt auch noch bald mehr Meilensteine. Die 300.000 hier bei Ausdauer ist auch bald geknackt. Und was ich sagen wollte ist, es fällt mir natürlich sehr schwer, jetzt halt auf Waffen zu verzichten, weil bei dem nächsten legendären Dungeon gibt es seit langer Zeit mal wieder Waffen zu finden. Also falls ihr auf der Suche nach einer neuen Waffe seid, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, beim nächsten Legendary Dungeon zuzuschlagen. Denn falls ihr schon alle Items habt von dem Dungeon, ist die Wahrscheinlichkeit bei den ersten Runs immer erhöht, die neuen Items zu bekommen. Um wie viel Prozent weiß man nicht, aber es hat sich auch schon ein paar Mal rausgestellt oder bewahrheitet, beziehungsweise nach Gefühl auf jeden Fall, dass bei den ersten Runs die neuen Items, die man noch nicht hat, priorisiert werden von der Drop-Chance her. Die bekommt man relativ zum Anfang. Das heißt, es ist nicht so wie bei den letzten Dungeons, falls ihr da schon alle Items irgendwie freigeschaltet habt, dass das dann nachher so random ist, welches Item ihr bekommt. Nee, hier könnt ihr jetzt von ausgehen, dass ihr die Waffe, eine legendäre Waffe, relativ zügig zum Anfang vom Legi Dungeon bekommt. Und deswegen empfehle ich da auch, wer da Probleme gehabt haben sollte in der Vergangenheit, beziehungsweise halt einfach Pech, dass er die Waffe nicht bekommen hat. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt auf jeden Fall, ein paar Runs zu investieren, um halt eben auch die gewünschte Legi-Waffe zu bekommen. Da wünsche ich euch natürlich auf jeden Fall auch sehr viel Glück bei, dass ihr da eure Waffe bekommt mit hoffentlich guter Spanne, so wie ihr euch das wünscht, ne? Es gibt insgesamt mal wieder 3 neue Items, die es zu finden gibt. Einmal die Schuhe, dann der Gürtel und halt die Waffe in halt eben der Kriegerform, der Magierform als Schild und als Bogen, ne? Ich bin mal wieder sehr gespannt auf die Magierwaffe. Das kann immer alles sein. Beim Krieger weiß man ja, okay, wird ein Schwert. Beim Kundschafter weiß man, okay, wird ein Bogen. Ja, Schild ist auch, ja, kann alles sein. So, oder, ne, also ist halt klar, ist ein Schild. Aber die Magierwaffe, da weiß man halt nicht. Es könnte vielleicht, einige haben schon vermutet, es könnte ein Rubik's Cube sein. Ich weiß es nicht. Falls ihr da eine Ahnung habt, könnt ihr das natürlich auch sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und falls ihr Interesse haben solltet, noch bei dem Legendary Dungeon hier mitzumachen und eventuell vorhabt, ein bisschen Geld zu investieren, dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen, falls ihr da über den Webshop die Pilze kauft und noch an den Creator Code von mir denkt. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wir machen die Tage, bevor der Legi Dungeon startet, auch nochmal hier auf YouTube ein kleines Giveaway.
dass wieder einer von euch die Chance hat, mit ein bisschen mehr Pilzen auf Lager auch in den nächsten Leggy Dungeon reinzugehen. Also falls ihr dahingehend nichts verpassen wollt, dann lohnt sich auf jeden Fall auch hier ein kostenloses Abo auf dem Kanal dazulassen. Ne? Und eventuell gibt es natürlich auch, vielleicht, ne, man weiß es nicht, mal wieder, ne, einen kleinen Bonus für alle. Ne? Wer weiß das schon. Ne? Aber da müsst ihr auf jeden Fall dann halt eben die Augen offen halten, dass ihr das halt auch mitbekommt, die Tage, die Videos verfolgen, und dann seid ihr da auch bestens informiert, was das angeht. Ne? Ja, haben wir nochmal ein Level-Up geschafft hier auf dem Main-Account, bevor der nächste Legendary Dungeon startet, aber interessiert hier momentan sowieso noch nicht. Ich befinde mich ja eh so gefühlt in der halben Dungeon-Pause, würde ich nicht sagen, Equipment-Pause, weil ich halt hier, ja, das schon ewig alt ist. Will jetzt halt aber noch wirklich ein bisschen warten bis zur 700, weil das noch nicht ist, also es ist noch nicht so, dass jetzt die paar Stat-Punkte jetzt unbedingt so viel in dem Bereich mehr ausmachen, so, ne? Also falls jetzt hier ein Item irgendwie plus 50 besser ist, ja, okay, was sind bitteschön plus 50 Punkte hier bei den Werten? Das macht, wie gesagt, fast gar keinen Unterschied. Deswegen equipt man sich im Late Game nachher auch immer weniger, beziehungsweise sind die Abstände zwischen den Neuequipungen immer länger, weil es halt immer länger dauert auch und es immer weniger einen Unterschied macht, weil man halt viel mehr rausholt über die Basis-Stats nachher, die man dann jeden Tag so ergrindet und nicht direkt über das Equipment so, ne? Trotzdem ist es jetzt halt nachher bald an der Zeit, weil es halt eben schon so alt ist, das Equipment, das dann auch wieder zu erneuern und zu verbessern, und ja, das wird einfach nur ein Fest werden, ne? Ja, Leute, das war es auch soweit mit dem Video, würde ich sagen. Jetzt wisst ihr erstmal soweit Bescheid, was die Tage auch abgeht bei mir hier auf dem Channel, und ja, könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein wie eine Wäscheleine, dass da in Zukunft jetzt auch noch ein bisschen mehr kommen wird, ne? So. Ah, okay. Das ist nur ein Epic, ne? Plus 22 auch das Epic schon besser hier. Also Legendary auch nochmal ein bisschen mehr wert wahrscheinlich. Ich suche eigentlich gerade, das kann man verkaufen, ich suche eigentlich gerade einen Flügeltrank noch, weil ich habe gesehen, der hält nur noch 2 Tage. Den würde ich ganz gerne noch haben wollen, aber irgendwie kommt hier jetzt gerade gar keiner mehr. Das ist ziemlich schade. Na, da haben wir einen 5 Mille. Kriegen wir die noch hier? Boah, ach, come on. Ja, okay, das sitzen wir jetzt aus. Ja, die 50.000, die sitzen wir jetzt aus hier. Boom, da haben wir es. Okay, so, ist gekauft das Ding, hält wieder ein bisschen. 3.322 auf der hohen Kante. Da würde ich sagen, die werden jetzt hier komplett weggegambelt. So, let's go. Alles klar, sonst klappt das nie. Ah, gut, jetzt sind wir komplett auf Null. Okay, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.